Gut, da habe ich ihm noch einmal geschrieben, habe gesagt, Heiliger Vater, danke für Ihren Brief, für Ihren freundlichen Brief. Aber ich bitte Sie noch einmal, entweder beauftragen Sie ein Dikasterium des Heiligen Stuhles, das zu tun, oder tun Sie selber. Und ich bitte Sie noch einmal im Namen Jesu, verkünden Sie der ganzen Welt, dass es keinen anderen Weg gibt zum Heil als Jesus Christus. Ja, das Abu Dhabi-Dokument ist ja bekannt. Es ist betitelt mit für die allgemeine universale Bruderschaft und friedliches, harmonisches Zusammenleben. Dort war ein Satz, den ich beanstandet hatte, nicht nur ich, sondern andere Personen auch, der so heißt: Die Verschiedenheit der Geschlechter, also auf gut Deutsch gesagt, Mann und Frau, die Verschiedenheit der Geschlechter, die Verschiedenheit der Völker, der Sprachen, der Kulturen und der Religionen ist ein Ausdruck des weisen Willens des Schöpfers, Gottes des Schöpfers. Das ist unannehmbar. Wie kann Gott genauso weise wollen, die Verschiedenheit der Geschlechter, das heißt die Ehe, und gleichzeitig genauso weise, auf eine weise Art wollen, die Verschiedenheit der Religionen. Das ist gegen das erste Gebot Gottes, gegen die Offenbarung, wo Gott uns verbietet, andere Religionen zu haben. Und Jesus, das ganze Evangelium spricht ja von der Einzigkeit des Weges zu Gott über Jesus Christus, das Christentum, die Taufe und den Glauben. Und das ist diese Formulierung widerspricht klar diesem Glauben, dem geoffenbarten Glauben. Und deswegen habe ich mich gefühlt im Gewissen gedrängt, das dem Papst zu sagen. Das war ja unsere Ad limina Audienz war ja kurz nach der Unterzeichnung dieses Dokumentes, und ich habe das schriftlich vorbereitet. Ich habe es auch dem Papst öffentlich vorgetragen, vor den anderen Bischöfen. Meine Sorge. Ich habe gesagt, Heiliger Vater, ich bin sehr besorgt über diese Aussage des Abu Dhabi-Dokuments. Was ich jetzt zitiert habe, habe ich ihm zitiert. Und ich bitte Sie im Namen Jesu Christi, diese Aussage zurückzunehmen. Und verkünden Sie der ganzen Welt, was der erste Papst getan hat, Petrus. Es ist kein anderer Name den Menschen gegeben unter dem Himmel, in dem sie selig werden können, als der Name Jesu Christi. Wenn sie das tun werden, werden die Leute von heute auch sagen dürfen, durch den Mund von Franziskus hat Petrus gesprochen. Das waren meine Worte, das habe ich ihm gesagt. Und er hat sehr gut reagiert, sehr freundlich, hat gesagt, danke für Ihren Beitrag. Aber diese Aussage muss man verstehen als den zulassenden Willen Gottes. Das heißt, Gott lässt es zu, die Verschiedenheit der Religionen. Habe ich mich noch einmal gemeldet, habe ich gesagt, Heiliger Vater, aber die Verschiedenheit der Geschlechter, Mann und Frau, ist doch nicht eine Zulassung Gottes. Und da war er sprachlos und wusste nicht, was er sagen soll, hat geschwiegen. Und dann hat er nachgedacht, hat gesagt, ja, diese Aussage kann missverstanden werden. Aber ihr Bischöfe sagt es den Leuten, das ist der zulassende Wille Gottes. Da habe ich mich noch einmal gemeldet, habe ich gesagt, Heiliger Vater, tun Sie das? Und da hat er geschwiegen, hat er nicht mehr geantwortet. Aber er war freundlich mit mir. Gelächelt, aber nicht mehr geantwortet. Ich habe es ihm dann schriftlich gelassen, diese meine Bitte. Und dann hat er mir geantwortet. Nicht lange danach, schriftlich, einen Brief, wo er mir das gedankt hat für diese meine Aussage, für diese meine Bitte. Und noch einmal das Gleiche wiederholt hat, was er mündlich gesagt hat. Und gesagt, Sie dürfen das verkünden. Also das ist der zulassende Wille Gottes über die Verschiedenheit der Religionen.
Wo ich das gelesen habe, habe ich gemeint, ja, wer bin ich denn? Ich bin ja nicht die Glaubenskongregation, ich bin ja nicht der Pressesprecher des Heiligen Stuhles, dass ich das verkünden werde. Dann habe ich gedacht, ich muss dem Papst noch einmal antworten. Ich kann das so nicht stehen lassen. Dann habe ich zur Sicherheit meinen Nuntius gebeten, wenn ich jetzt ihm antworten, ob der Brief an den Papst kommt. Da sagt er ja. Gut, da habe ich ihm noch einmal geschrieben und gesagt, Heiliger Vater, danke für Ihren Brief, für Ihren freundlichen Brief. Aber ich bitte Sie noch einmal, entweder beauftragen Sie ein Dikasterium des Heiligen Stuhles, das zu tun, oder tun Sie selber. Und ich bitte Sie noch einmal im Namen Jesu, verkünden Sie der ganzen Welt, dass es keinen anderen Weg gibt zum Heil als Jesus Christus. Wenn Sie das tun werden, wird das für Sie eine der größten Tröstungen sein im Augenblick Ihres Gerichtes vor dem Richterstuhl Gottes. Mit freundlichen Grüßen und so. Und dann, 2 Wochen oder später, nach meinem zweiten Brief, hat er das getan. Bei der Generalaudienz am 3. April, hat er das gesagt bei der Generalaudienz, ohne Bezug auf das Abu Dhabi-Dokument, aber einfach gesagt, es gibt verschiedene Religionen und die Theologen erklären das als den zulassenden Willen Gottes. Das hat er gesagt, Gott sei Dank, aber ohne viel Erklärung. Einfache Leute verstehen das nicht, denke ich, was bedeutet der zulassende Wille Gottes. Das hätte er noch erklären müssen. Aber er hat es gesagt, Gott sei Dank, wenigstens öffentlich. Und dann, danach kam wieder von ihm eine Post an mich. Und dies war diesmal ganz persönlich mit einer handgeschriebenen Karte, mit lieben Grüßen und so. Und dann hat er als Beilage eine Fotokopie seine Ansprache von der Generalaudienz beigelegt, wo er die Worte der zulassende Wille Gottes unterstrichen hat. Und dann, nach einigen Monaten nach diesem Brief und dieser Aussage bei der Generalaudienz, hat er wieder eine Audienz gehabt und verschiedene Kommissionen empfangen für den interreligiösen Dialog, wo er gesagt hat, das ist so gut, dass es verschiedene Religionen gibt. Wiederum eine Aussage, die verwirrend war. Und dann hat der Vatikan dieses Dokument mit dieser Aussage über die Verschiedenheit der Religionen ohne Kommentar, ohne Richtigstellung an alle theologischen Fakultäten verschickt und gesagt, es soll studiert werden. Wir sehen hier wieder den großen Gegensatz und die Verwirrung. Das ist unser großes Problem seit dem Konzil, dass man eine Aussage macht, die in sich gut ist, wahr, und dann wieder eine andere Aussage macht, die das untergräbt. Und diese Zweideutigkeit, das ist ja auch das Wesen des Modernismus an sich, was auch dann letztlich Relativismus ist, dass man eine Wahrheit und die andere auf die gleiche Stufe stellt. Und das sollte nicht sein, und wir sollen beten, dass der Papst wieder eindeutig und klar, wie es die Apostel getan haben und seine Vorgänger alle, den Glauben verkündet.